Morning, people! Guten Morgen, Leute! How are you guys doing today? Wie geht es euch denn heute? We are doing really well. Uns geht es wirklich, wirklich gut. Marina is working hard here in the office. Marina arbeitet schwer im Büro. Paco is asleep Paco schläft on her chair. auf ihrem Stuhl. Daniel is relaxed and happy and at peace. Daniel ist entspannt, glücklich und im Frieden. He's dreaming about his vacation, Er träumt von seinen Ferien, which won't come for a while. die für eine lange Zeit nicht kommen werden. So there we all happy people here in the office. Wir sind hier alle glückliche Menschen im Büro. Are you happy, Daniel? Bist du glücklich, Daniel? Are you happy, Marina? Bist du glücklich, Marina? Everybody's very happy. Jeder ist sehr glücklich. Yeah, one is very happy and one is super happy. Einer ist glücklich und der andere ist überglücklich. Just Paco couldn't care less. Nur Paco könnte es nicht mehr egal sein. So here is another reason why so many of us lack experience in spiritual things. Hier ist ein weiterer Grund, warum es uns in geistlichen Dingen an Erfahrungen mangelt. Because we just don't understand the joining of humanity and divinity. Weil wir einfach nicht das Verbinden von Menschlichkeit und Göttlichkeit verstehen. You know, we are waiting for God to give us a spiritual experience, Weißt du, wir warten, dass uns Gott spirituelle Erfahrungen gibt. but God is waiting for us to grab hold of spiritual experiences. Doch Gott wartet auf uns, dass wir die geistlichen Erfahrungen ergreifen. Look what Philippians chapter 2 verse 12 says. Schau, was es in Philippe 12, Vers 12 heißt. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, Work out your own salvation with fear and trembling. bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Reinhard, I don't like this verse. Reinhard, ich mag diesen Vers nicht. Doesn't fit in the new covenant. Er passt nicht zum neuen Bund. It doesn't fit in the finished work. Er passt nicht zum vollbrachten Werk. Salvation is by faith, it's not by work. Errettung ist aus Glauben, nicht aus Werken. I don't like to work out my own salvation. Ich mag es nicht, meine Rettung zu erarbeiten. Well, then don't. Dann mach es nicht. If you're happy with your life, just keep being happy. Wenn du mit deinem Leben glücklich bist, dann bleibe einfach glücklich. But look, Aber schau, it actually doesn't talk that you are the one who makes your salvation okay. er spricht nicht darüber, dass du derjenige bist, der deine Errettung okay macht. The scripture is nothing else but the joining of humanity with divinity. In dieser Schriftstelle geht es nur darum, Menschlichkeit mit Göttlichkeit zu verbinden. Work out your own salvation with fear and tremble, for it is God who works in you, both to will and to do for his good pleasure. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. You know, for me it's very simple. Weißt du, für mich ist es sehr einfach. God is doing the work in you, to will and to do. It's his work in you. Gott macht das Werk in dir, das Wollen und Vollbringen. Es ist seine Arbeit in dir. But what is the most precious gift that God has given you? Aber was ist das wertvollste Geschenk, das Gott dir gegeben hat? The freedom to choose. Die Freiheit zu wählen. So God is not going to put a gun in your head and make sure your salvation gets worked out perfect. Also setzt Gott keinen Revolver an deinen Kopf und geht sicher, dass die Rettung perfekt über die Bühne geht. Of course not. Natürlich nicht. God is doing everything inside of you, but you have to now respond to that. Gott macht alles in dir drin. Jetzt musst du darauf antworten. In everything that God does, there's always the joining of humanity together with divinity. In allem, was Gott tut, ist immer das Verbinden der Menschlichkeit zusammen mit dem Göttlichen. We make bad choices and we blame God or we blame the devil. Wir treffen schlechte Entscheidungen und dann geben wir Gott oder dem Teufel die Schuld. We want one more prophecy that confirms to us that God will use us in the supernatural. Wir wollen nur noch eine Prophetie, die uns bestätigt, dass Gott uns im Übernatürlichen gebrauchen will. But we don't go out and lay hands on the sick. Aber wir gehen nicht raus und legen Hände auf die Kranken. You know, we first perceive because God gives us a prophetic word. Weißt du, zuerst nehmen wir wahr, weil Gott uns ein prophetisches Wort gibt. Then we go home all excited. Dann gehen wir total aufgeregt nach Hause. Yay, God is using me in the supernatural. Yay, Gott gebraucht mich im Übernatürlichen. I heard a prophetic word. Ich bekam ein prophetisches Wort. This prophet said, I will be the new
What's this guy? Todd White. Dieser Prophet sagte, dass ich der neue, wie heißt dieser Kerl? Todd White werde. Yay, I will be the Brazilian or the European Todd White. God gave me the prophecy. Yay, ich werde der brasilianische oder europäische Todd White sein. Gott gab mir die Prophetie. So we go home with this perception and we meditate and we dream. Mit dieser Wahrnehmung gehen wir nach Hause und meditieren und träumen. And in our dreams we see stadiums filled and many miracles happen. Und in unseren Träumen sehen wir gefüllte Stadien und viele Wunder, die geschehen. But we don't even understand that unless humanity and divinity joins together in perfect working together, it's not gonna happen. Doch wir verstehen nicht einmal, dass wenn Menschlichkeit nicht mit Göttlichkeit zusammenkommen und perfekt verbunden werden, dass es nicht geschehen wird. So now we always wait for experience that we never have. So warten wir immer auf Erfahrungen, doch wir haben keine. Listen, after you've perceived, after you've understood the meditation, get your lazy butt out of your chair and do something. Hör zu, nach der Wahrnehmung, nach dem Verstehen, nach der Meditation musst du deinen faulen Hintern aus dem Stuhl bewegen und etwas tun. Do you know what I did? Weißt du, was ich tat? I over and over again walked up to sick people on the street, in restaurants, in airports, in airplanes to pray for the sick because I wanted the experience so humanity and divinity had to join. Ich ging immer und immer wieder zu kranken Menschen auf der Straße, in Restaurants, auf dem Flughafen, im Flugzeug, um für die Kranken zu beten, weil ich die Erfahrung wollte, dass sich Menschlichkeit mit Göttlichkeit verbinden muss. You know, we see the sick and we say, oh God, heal them. Weißt du, wir sehen die Kranken und denken, oh Gott, heile sie. And God says, no, you heal them. Und Gott sagt, nein, du heilst sie. You know, we have to come to this understanding. Weißt du, wir müssen zu diesem Verständnis kommen. That humanity and divinity must work together perfect. Dass Menschlichkeit und Göttlichkeit perfekt zusammenarbeiten müssen. Never will God micromanage your life. Gott wird nie dein Leben bis ins kleinste Detail managen. It is deep in his heart that you join him together and have experience. Es ist tief in seinem Herzen, dass du dich mit ihm vereinigst und Erlebnisse machst. Perceive, Wahrnehmen, meditate until you come to an understanding. meditieren, bis du zur Erkenntnis kommst. And remember, unless you now experience it, you're not walking in what God has for you. Und erinnere dich, solange du es nicht erlebst, wirst du nicht darin leben, was Gott für dich bereithält. So now go ahead and put your dream into action. Also fange an, deinen Traum in die Tat umzusetzen. See you tomorrow. Bis morgen!